Nur ein Stückchen, nur ein ganz kleines Stückchen. Niemand sieht es. Morgen fange ich meine Diät an, versprochen. Das ist gut. Anna? Was machst du da unter dem Tisch und warum riecht es hier nach Schokolade? Huch, Lukas, ich suche meine Kontaktlinse. Und die Schokolade, die lag hier einfach rum. Ich wollte sie aufräumen. In meinen Bauch. Anna, du wolltest doch heute keinen Zucker mehr essen. Was ist passiert? Ich bin schwach, Lukas. Ich habe keine Disziplin. Ich nehme mir Dinge vor, aber ich schaffe es nicht. Ich bin ein Versager. Nein, du bist kein Versager, du bist ein Mensch. Und du hast kein Disziplinproblem. Du hast ein Gewohnheitsproblem. Hallo, liebe Hörer. Willkommen zu unserem Podcast. Heute lernen wir, wie man das Gehirn umprogrammiert. Wir lernen, wie man positive Gewohnheiten baut, die bleiben, ohne Willenskraft, sondern mit Strategie. Ohne Willenskraft? Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Es ist Wissenschaft. Bist du bereit, deine Schokolade gegen Wissen zu tauschen? Vielleicht. Legen wir los. Zuerst müssen wir verstehen, was ist eine Gewohnheit. Anna, wie viel Prozent deiner Handlungen jeden Tag sind bewusst? Naja, ich denke viel nach. Vielleicht 80%? Falsch. Forscher sagen, über 40–50% unseres Tages laufen auf Autopilot. Zähne putzen, Schuhe binden, Kaffee kochen, zum Handy greifen. Du denkst nicht darüber nach, du tust es einfach. Stimmt. Ich erinnere mich nicht, wie ich heute zur Arbeit gekommen bin. Ich bin einfach gelaufen. Genau, das ist eine Gewohnheit. Das Gehirn will Energie sparen. Denken ist teuer an Energie. Also macht das Gehirn aus Handlungen ein automatisches Programm. Das Problem ist, dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen guten und schlechten Programmen. Es speichert einfach alles, was du oft tust. Also ist Schokolade essen, wenn ich Stress habe, ein Programm? Exakt. Und heute lernen wir, wie wir den Programmcode umschreiben. Der erste Schritt ist überraschend. Er hat nichts mit Tun zu tun. Er hat mit Sein zu tun. Anna, was ist dein Ziel? Ich will abnehmen und ich will ein Buch schreiben. Das sind Ziele, Ergebnisse. Aber Ziele sind schwach. Vergiss das Ziel. Ändere die Identität. Identität? Wer ich bin? Ja, statt zu sagen, ich will ein Buch schreiben, sagst du, ich bin eine Schriftstellerin. Statt zu sagen, ich will keine Schokolade essen, sagst du, ich bin eine gesunde Person. Aber Lukas, das ist gelogen. Ich habe gerade Schokolade gegessen. Noch ist es gelogen, aber fake it until you make it. Tu so, als ob. Wenn du denkst, ich bin eine gesunde Person, würde eine gesunde Person jetzt die Schokolade essen oder einen Apfel? Sie würde wahrscheinlich den Apfel essen. Siehst du, wenn du deine Identität änderst, ändern sich deine Entscheidungen automatisch. Du musst nicht kämpfen, du handelst einfach so, wie du bist. Das ist interessant. Ich bin nicht Anna, die Diät macht. Ich bin Anna, die Sportlerin. Das fühlt sich stärker an. Jetzt schauen wir uns die Mechanik an. Jede Gewohnheit besteht aus 4 Teilen. Die Gewohnheitsschleife, der Auslöser, das Verlangen, die Reaktion, die Belohnung. Das klingt technisch. Erklär das bitte an meinem Schokoladenbeispiel. Gerne. Auslöser, du hattest Stress oder Langeweile. Oder du hast die Schokolade gesehen. Verlangen, dein Gehirn sagt, ich will mich besser fühlen. Ich brauche Zucker. Reaktion, du isst die Schokolade. Belohnung, du fühlst dich kurz gut. Dopamin, der Stress ist weg. Und weil es sich gut angefühlt hat, merkt sich mein Gehirn das. Stress gleich Schokolade essen. Genau, die Schleife ist geschlossen. Wenn wir eine Gewohnheit ändern wollen, müssen wir diese Schleife hacken. Fangen wir mit Schritt 1 an, der Auslöser. Wenn du mehr Wasser trinken willst, wo steht dein Wasserglas? Im Küchenschrank, hinter den Tassen. Fehler. Der Auslöser ist unsichtbar.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Du musst den Auslöser offensichtlich machen. Stell das Wasserglas auf deinen Schreibtisch, mitten ins Blickfeld. Okay, und wenn ich Gitarre üben will? Wo ist die Gitarre? Im Koffer, unter dem Bett. Hol sie raus. Stell sie mitten ins Wohnzimmer. Du musst über die Gitarre stolpern. Wenn du sie siehst, Auslöser, bekommst du Lust zu spielen. Verlangen. Verstehe, ich muss mein Umfeld designen. Ich bin der Architekt meines Lebens. Zu den Hörern. Schauen Sie sich in Ihrem Zimmer um. Welche Auslöser sehen Sie? Die Fernbedienung, Auslöser für Fernsehen, Süßigkeiten, Auslöser für Essen oder sehen Sie Sportkleidung und Bücher? Bei mir sehe ich nur Chaos. Ich glaube, ich muss aufräumen. Aber Lukas, ich vergesse meine neuen Gewohnheiten oft. Ich nehme mir vor, ich mache Yoga. Und dann ist es Abend und ich habe es vergessen. Das ist normal. Deshalb benutzen wir Habit Stacking, Gewohnheiten stapeln. Wir kleben eine neue Gewohnheit an eine alte Gewohnheit. Du benutzt die Formel, nachdem ich alte Gewohnheit habe, werde ich neue Gewohnheit machen. Gib mir ein Beispiel. Was machst du jeden Morgen garantiert? Kaffee trinken, das ist heilig. Gut, das ist ein Anker. Nachdem ich meinen Kaffee getrunken habe, werde ich 1 Minute meditieren. Oh, das ist gut. Der Kaffee ist das Signal. Kann ich das auch mit Zähneputzen machen? Ja, nachdem ich Zähne geputzt habe, werde ich 5 Kniebeugen machen. Zähneputzen und Kniebeugen, das sieht sicher lustig aus. Aber ich verstehe das Prinzip. Ich brauche keine Motivation. Ich brauche nur den Anker. Genau, du baust eine Kette. Kaffee, Meditation, Duschen, Anziehen. Wenn die Kette einmal läuft, läuft sie automatisch. Kommen wir zu Schritt 2 der Schleife, das Verlangen. Wir müssen die gute Gewohnheit attraktiv machen. Warum schauen wir gerne Netflix? Weil es Spaß macht. Warum joggen wir ungern? Weil es anstrengend ist. Stimmt, Joggen ist langweilig und tut weh. Wir müssen das Joggen mit etwas Positivem verbinden. Wir nennen das Verknüpfung, Bundling. Du darfst deinen Lieblingspodcast nur hören, während du joggst. Ah, also ich will den Podcast hören, verlangen. Um ihn zu hören, muss ich joggen. Reaktion. Genau. Oder du darfst deine Lieblingsserie nur schauen, während du bügelst. Ironing. Das ist schlau. Dann freue ich mich auf das Bügeln, weil ich wissen will, wie die Serie weitergeht. To the listener, wie können Sie Ihre Aufgaben attraktiver machen? Verbinden Sie etwas, das Sie müssen, Arbeit, mit etwas, das Sie wollen, Spaß. Aber Lukas, manchmal ist die Aufgabe einfach zu groß. Ein Buch schreiben. Das klingt wie ein riesiger Berg. Ich fange gar nicht erst an, weil ich Angst habe. Das ist der häufigste Fehler. Wir denken, ich muss Großes leisten. Nein, mach es einfach. Benutze die 2-Minuten-Regel. Die 2-Minuten-Regel? Was ist das? Jede neue Gewohnheit muss in weniger als 2 Minuten machbar sein. Dein Ziel ist nicht, lies ein Buch. Dein Ziel ist, lies eine Seite. Eine Seite? Das ist doch lächerlich. Das bringt doch nichts. Doch, eine Gewohnheit muss erst etabliert sein, bevor sie verbessert werden kann. Du kannst kein Buch verbessern, das du nicht liest. Du kannst kein Training verbessern, das du nicht machst. Zuerst musst du der Mensch werden, der jeden Tag liest, auch wenn es nur eine Seite ist. Verstehe. Es geht um das Erscheinen. Ich zeige mir selbst, ich bin da. Ich mache das. Richtig. Und wenn du die eine Seite gelesen hast, liest du meistens weiter. Der Start ist das Schwerste. Die 2-Minuten-Regel senkt die Hürde. Anna, wir haben heute das Fundament gelegt. Lass uns die wichtigsten Punkte wiederholen. Okay, mein Kopf ist voll, aber ich habe einen Plan. Identität. Ich sage, ich bin eine gesunde Person, nicht ich will abnehmen. Die Schleife.
Auslöser, Verlangen, Reaktion, Belohnung. Sichtbarkeit: Ich lege die Gitarre ins Wohnzimmer und die Schokolade in den Keller. Stacking: Neue Gewohnheit an alte Gewohnheit kleben. 2-Minuten-Regel: Klein anfangen, sehr klein. Fantastisch. Anna, was machst du heute Abend? Ich werde meine Sportkleidung direkt vor mein Bett legen, sichtbar machen. Und ich werde nur einen Liegestütz machen. 2-Minuten-Regel. Nur einen? Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Hey, klein anfangen, hast du gesagt. Sie haben es gehört. Ihre Hausaufgabe: Wählen Sie eine neue Gewohnheit. Machen Sie sie lächerlich klein und fangen Sie heute an. Schreiben Sie uns in die Kommentare, was ist Ihre 2-Minuten-Gewohnheit? Wir sind gespannt. Im nächsten Teil sprechen wir darüber, wie man schlechte Gewohnheiten bricht, Breaking Bad Habits, wie man Nein zur Schokolade sagt, wenn sie einen anruft. Oh ja, das brauche ich. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bleibt dran. Mhm.